Unsere Mission auf emtb-test.com ist es, euch die heißesten E-Mountainbikes auf dem ganzen Markt zu präsentieren. Aber nichts geht über selber testen. Und wer selbst testen will, der kann bei Focus in den Test-Ride-Centern sich per App eine Testfahrt buchen. Und Testfahrt heißt in dem Fall nicht mal schnell über den Parkplatz zu rollen, sondern man kann das Bike wirklich ausgiebig im Gelände testen. Wir haben das gemacht und holen uns jetzt in der Emotions E-Bike-Welt in Nürnberg das Focus Champ Square SL 8.8 ab. Mal schauen, was das Bike kann. So, ich danke dir und bis später. Die Focus Champ Square SL Modelle bieten einen attraktiven Einstieg in die Light-EMTB-Welt. Kein anderer Hersteller schafft es nämlich, die Kombination aus Fazuras Ride 60 Motor, Vollcarbonrahmen und insgesamt niedrigem Gesamtgewicht zu dem Preispunkt zu ermöglichen. Das Einstiegsmodell kostet 6.399 €. Hier vor uns steht das Champ Square SL 8.8 für 6.999 €. Beide Bikes haben denselben Motor und denselben Rahmen. Die Einstiegsversion ist etwas günstiger ausgestattet. Bei den Light-EMTBs ist das Gewicht ein Riesenthema. Wir haben das Bike in Rahmengröße M, ohne Pedale, aber mit Schläuchen in den Reifen mit 19,7 Kilo gewogen. Und damit bleibt es unter der magischen Schallmauer von 20 Kilo. Klar, es gibt leichtere Light-EMTBs. Zuletzt haben wir in einem Video das Mondraker Neat gefeatured, das 18 Kilo auf die Waage gebracht hat. Man muss aber auch sagen, das Bike kostete deutlich über 10.000 €. Spannender ist der Blick auf die Full-Power-EMTBs zum Vergleich. Das Champ Square gibt es auch ohne das Modellkürzel SL, also in einer Full-Power-Version, und da bringt es über 5 Kilo mehr auf die Waage. Man hat also hier wirklich einen leichten, elektrifizierten Untersatz. Um das Gewicht niedrig zu halten, haben die Produktmanager das Bike konsequent minimalistisch ausgelegt. Auf den externen Ladeanschluss wurde dabei verzichtet. Wer den Akku laden will, muss ihm aus dem Unterrohr entnehmen. Außerdem hat das Fazura Ride 60 System kein Display. Man sieht also während der Fahrt nicht, wie schnell man fährt oder wie stark der Motor gerade unterstützt. Man kann das ganze System aber mit dem Garmin-Tacho koppeln, um diese Informationen auf seinem GPS-Tacho zu sehen. Wer einen Blick in die Modellrange vom Focus wirft, wird merken, dass dieses Bike hier keinen aufwendigen Fold-Hinterbau hat, wie viele andere Fullies von Focus. Das Viergelenkersystem hier ist etwas leichter. Außerdem fehlt dem Dämpfer der Ausgleichsbehälter. Bei den Light-EMTB-Motoren ist aktuell viel Musik drin. Zuletzt hat Bosch hier mit dem SX einen neuen Motor gezeigt. Der TQ HPR 50 hat mit seiner leisen und dezenten Unterstützungsart den Markt maßgeblich geprägt. Was den Fazura Ride 60 einzigartig macht, ist, dass er ein ultra kompaktes Baumaß hat, unter 2 Kilo wiegt und kräftig unterstützt. Besonders wenn man die Boost-Funktion betrachtet, schlägt dieser Motor die Brücke zu den Full-Power-Motoren. Die 60 Newtonmeter Drehmoment, mit denen der Motor unterstützt, schauen auf dem Papier jetzt erstmal nicht nach brachial viel aus. Auf dem Trail unterstützt der Motor aber dennoch kräftig und lässt wirkliches EMTB-Feeling aufkommen. So gut wie uns das Fazura Ride 60 System gefällt, gibt es aber auch einen Kritikpunkt daran. Das Bedienelement, der Ringschalter hier am Lenker, hat noch Luft nach oben. Sowohl die Haptik wie auch die Wertigkeit haben uns jetzt nicht begeistert. Bei der Geometrie von dem Champ Square SL muss man die Ingenieure wirklich loben. Denn sie folgen nicht uneingeschränkt dem Trend, Bikes länger, flacher und sportlicher zu konstruieren. Alle Werte sind relativ moderat, was dem Bike ein natürliches, verspieltes Handling gibt. Vor allem in Kombination mit dem niedrigen Gewicht ist es ein Spaßgarant auf dem Single Trail. Die Magura MT5 Bremsen sind vor allem mit den großen Bremsscheiben hinten und vorn echte Anker im Gelände. Der Viergelenker-Hinterbau nimmt mit seinem 150 mm Federweg im Gelände auch mit gröberen Schlägen problemlos auf. Der Dämpfer funktioniert dabei gut. Wenn die Abfahrten allerdings länger, also über mehrere hundert Höhenmeter gehen, dann bekommt der Dämpfer die Temperatur nicht ganz so gut abtransportiert wie ein Dämpfer mit Ausgleichsbehälter. Darunter leidet vor allem die Zugstufe. Die wird dann schneller und das Ausfedern des Hecks wird etwas unkontrollierter. Für technikaffine Biker bietet Focus auch jede Menge Möglichkeiten, die Geometrie an die eigenen Vorlieben anzupassen. Über den verbauten Akrosteuersatz kann man nur mit Hilfe von einem Minitool den Lenkwinkel um 1 Grad abflachen. Und auch die Kettenstreben lassen sich über 2 Flip-Chips in der Länge verstellen. Das System mit 2 Flip-Chips hat den Vorteil, dass man die Kettenstreben wirklich isoliert verstellen kann, ohne dabei Einfluss auf die Kinematik oder andere Geometriemaße zu nehmen.
Gerade im Leit-EMTB-Segment driften die meisten Hersteller beim Preis in absolut elitäre Regionen ab. Focus bleibt hier bodenständig und die Ingenieure und Produktmanager wissen dabei, was sie tun. Denn die reduzieren das Bike an den richtigen Stellen, um den einzigartigen Dreiklang aus 160 mm Federweg, einem Gewicht von unter 20 Kilo und einen attraktiven Preis hinzubekommen. Aber am besten überzeugt euch einfach selber. Bucht mit der App von Focus eine Testfahrt bei eurem Händler vor Ort.